Laubfall, gestauchtes Wachstum natürlich. Ne, wenn die Triebe sehr kurz sind, Blätter bleiben auch ein bisschen kleiner. Als gelernter Gärtner erkennt man das natürlich, hat man das irgendwann im Blut. Und in erster Linie sieht man es an hängenden Blättern und auch schon gelbe Blätter, was wir jetzt teilweise sehr häufig schon sehen können in der Natur oder in den Straßen. Ne? Also die Pflanze braucht in der Vegetationsperiode, vor allem in der ersten Hälfte des Jahres der Vegetationsperiode, vermehrt Wasser. Ja, weil da will sie Triebe machen, will sie ganz viel Blätter machen und da muss sie in erster Linie ganz viel Wasser bekommen. Und wenn sie das eben nicht bekommt, ist das Wachstum verzögert. Ja, und das zeichnet sich dann eben dadurch aus, die Triebe sind verkürzt, nur verkümmert, kleinere Blätter und dass sie einfach nicht so aus ihrer Haut raus kann, wie sie gerne möchte, das Potenzial gar nicht ausschöpfen kann. Naja, die Pflanze kann natürlich nicht so wachsen, wie sie es gerne möchte. Und die Pflanze muss ja auch, unsere Laubbäume, auf den nächsten Winter gucken und natürlich entsprechend Reservestoffe gebildet haben, eingelagert haben. Und natürlich auch die Triebe, die sie gebildet hat, müssen ausgereift sein und ausgereift werden. Und da ist natürlich Wasser neben den Nährstoffen, die im Wasser enthalten sind, unabdingbar. Und all das kann sie so dann natürlich schlecht tun und dann ist sie im Winter wieder gefährdet und natürlich nicht so widerstandsfähig. Das kann man natürlich nicht pauschal bemessen, ne? Richtet sich nach der Größe des Baumes, natürlich auch nach dem Standort, wie ist der Boden, kann der Boden gut Wasser speichern und natürlich auch ist der Boden versiegelt oder nicht versiegelt, ne? In der Stadt ganz klar versiegelt und dann hat die Pflanze natürlich auf jeden Fall mehr Schwierigkeiten, Wasser zu besorgen. Man kann es abschätzen und das richtet sich natürlich ganz klar nach der Größe der Bäume. Wenn wir uns jetzt einen mittleren Baum, einen Straßenbaum ansehen, der vielleicht da schon seit 5, 6 Jahren steht, ne, und dann als Faustzahl nimmt 150 bis 200 Liter pro Wässerungsgang. Ne, das wäre für den Baum, für die Pflanze ein guter Wert. Jeder Wässerungsgang ist letzten Endes was Gutes für die Pflanze, ne, bei den Temperaturen oder im Sommer, die wir jetzt haben. Von daher kann man da nichts verkehrt machen. Ja, natürlich, einfache Antwort, Wasser, ne, aber nicht nur Wasser. Schön wäre es natürlich auch, die oberen Bodenschichten schlicht und ergreifend aufzulockern, also sprich dieser Verdichtung, die wir natürlich in der Stadt ganz stark haben, zu unterbinden, abzumildern und ja, das in erster Linie. Mhm. Das, denke ich, macht absolut Sinn, ja. Ne, ja. Wenn Privatleute sich aber darum kümmern, dann sollte das nicht in Aktionismus ausarten, sprich jeden Tag 3 Eimer, sondern dass man lieber sagt, alle 2 Tage, alle 3 Tage, alle 4 Tage und dann eine größere Wassermenge. Ne, und dann kommen wir da wieder hin, was ich vorhin sagte, 150, 200 Liter pro Wassergabe und das dann 1 oder 2 Mal die Woche. Das wäre viel besser. Hm? Ja, die machen Sinn. Ne? Einfach der Vorteil oder das Produktmerkmal dieser Beutel ist, dass das Wasser langsam, kontinuierlich über mehrere Stunden abgegeben wird und so natürlich auch langsam in den Boden einsickert und nicht eventuell durch den Boden durchsickert und die Wurzel davon gar nichts hat. Also von daher ein ganz klares Ja. Na, erstmal natürlich gucken, dass man den Beutel oder dass der für den Pflanze bemessen ist. Also wenn ich eine entsprechend große Pflanze habe, vielleicht 2 Beutel verwenden und die Aufbau- oder Benutzungsanleitung befolgen. Also ganz wichtig ist eben erstmal nur einen Teil befüllen und dann anheben, damit unten die Öffnung auch frei wird und der Beutel auch ganz befüllt werden kann, damit das komplette Volumen ausgeschöpft werden kann. Also diese Beutel, die gibt es ja noch nicht allzu lang und also jetzt ich glaube seit 3, 4 Jahren oder seit so lange haben wir sie jetzt hier im Verkauf und verwenden sie. Und der Verkauf allein spricht dafür, dass unsere Erfahrungen gut sind und dass die Vorteile oder das Vorteile einfach auf der Hand liegen. Ja, und vor allem in der Stadt ganz wichtig, weil in der Stadt, wie gesagt, haben wir verdichtete Böden. Das heißt, auch wenn es mal regnet, der Boden bekommt wesentlich weniger Wasser ab, als die Pflanze verbrauchen könnte. Ne? Und da tun wir natürlich mit diesem Baumbewässerungssäcken der Pflanze auf jeden Fall was Gutes.